wundervollen Menschen zurück zu einem neuen Vlog. Diesmal zu Religion und Gaming auf der Gamescom in Köln. Und ich bin nicht alleine hier, weil ich habe Jessie und Dunja, die ihr schon eventuell aus den anderen Vlogs kennt, mitgebracht. Wollt ihr einmal euch kurz vorstellen? Hi, ich bin Dunja und ich bin auch Religionswissenschaftlerin und bin hier, weil ich auch zu Gaming forsche. Hi, ich bin Jessie, ich bin Geschlechterforscherin und Soziologin und ich forsche zu Gaming und Streaming. Genau, und wir haben folgenden Plan. Wir drehen jetzt das Gimbal, dann werden euch Jessie und Dunja ein bisschen was erzählen, warum das überhaupt relevant ist und wie wir das untersuchen in der Religionswissenschaft, also Religion und Gaming. Dann werden wir ein paar Spiele zocken, wo ich wahrscheinlich übelst schlecht bin. Und am Ende nochmal ein bisschen in so einen Recap machen. So, Gimbal wird gedreht, 3, 2, 1. So, Jessie, Dunja. Ja, sorry. Erzählt uns doch jetzt mal, was Religion mit Gaming zu tun hat und warum wir das untersuchen und warum das so spannend ist. Genau, also wenn ihr selber schon mal Spiele gespielt habt, dann wisst ihr, dass Religion ein Thema ist, das sehr oft vorkommt und das nicht ohne Grund. Religion bietet eine Masse an Themen, die man verarbeiten kann in Games. Zum Beispiel kann man selber eine religiöse Story irgendwie erleben oder man spielt einen Charakter, der religiös angebunden ist. Es gibt sehr viele verschiedene Perspektiven, wie man Religion und Gaming untersuchen kann und die kommen aus den Game Studies. Deswegen leite ich jetzt mal zu Jessie über. Ja, weil Jessie, das muss man dazu sagen, ist Expertin der Game Studies. Was ist dein Promotionsthema? Mein Promotionsthema ist weibliche Gamerinnen und Streamerinnen und ich gucke mir an, wie sich Körper und Welten sozusagen in Bezug auf Geschlecht verändern, wenn man von der Hypothese ausgeht, dass man nicht von virtuellen und nicht virtuellen Welten sprechen kann, sondern dass es vielleicht eher so ein fluider Zustand ist. Und du gibst uns jetzt einen Insight zu den Game Studies. Ich gebe jetzt einen Insight zu den Game Studies. Genau, wie Dunja ja gerade schon dargelegt hat, ist eben Gaming ein total wichtiges Thema, auch gesamtgesellschaftlich gesehen. Zum einen könnte man eben sagen, ja, Games sind in irgendeiner Art und Weise als Medium eben auch gesellschaftsformend. Aber auch ein zweiter Punkt, der total interessant ist, ist sich auch anzuschauen, sozusagen, was macht es denn mit den Leuten selber, die auch spielen, sozusagen in diesem Raum. Ja, und auch deshalb ist es ein interessantes Forschungsthema. Ja, und Dunja hat ja gerade schon die Game Studies angesprochen. Das ist eben eine Forschungsrichtung, die sich explizit mit dem Thema Gaming beschäftigt. Und ja, gerade wenn man sich so die Anfänge anschaut, kann man sagen, es gibt da vor allem so zwei Stränge. Zum einen die Narratologie, die sich vor allem so ein bisschen beschäftigt hat mit dem Geschichten sozusagen, die erzählt werden, wo dann auch Religion wieder eine Rolle spielt. Und die zweite Strömung, die es vor allem in den Anfängen gab, ist die sogenannte Ludologie, die sich vor allem damit beschäftigt hat mit dem Gameplay, also sozusagen die spielenden Personen, wie die auch so ein bisschen selber das Spiel hervorbringen durch die Art und Weise, wie dort gespielt wird. Ja, das vielleicht als so ein kleiner Einblick in, was sind eigentlich die Game Studies. Ja, super. Also ich würde sagen, wir legen los. Wir suchen jetzt ein paar geile Spiele, die wir anspielen und gucken mal, wo wir da Religion finden, oder? Jo. Ja, let's go. So, wir sind jetzt in der Halle 6 angekommen, da kann man die ganzen Spiele anspielen und zur Präsentation gucken und wir gucken uns jetzt gleich den Trailer zu Assassin's Creed Shadows an. Und das ist, Dunja, das ist dein Thema mit Japan. Erzähl uns doch mal jetzt bitte gleich was dazu, ich drehe die Kamera, was das mit Religion zu tun hat. Also in Assassin's Creed Shadows geht es um Sengoku Jidai, also um die Zeit der streitenden Reiche in Japan. Und wie im Hintergrund schon ersichtlich wird, nutzt Assassin's Creed viel japanische architekturelle und allgemein religiöse Symboliken. Das ist ganz typisch für Spiele von Ubisoft, das sind die Assassin's Creed Games, ist das ganz normal. Da wird ganz viel Religion benutzt, das wird auch in einem multidisziplinären Team erarbeitet. Und die setzen wirklich viel Wert darauf, dass das auch akkurat repräsentiert wird. Und hier sieht man ein Tori, ein japanisches Tor, das aus dem Shinto zum Beispiel bekannt ist. Genau. Und wir sind gespannt auf die Präsentation. So, wir sind jetzt hier bei Assassin's Creed Shadows und wollen uns die Präsentation angucken. Wir haben so einen geilen Fächer bekommen und eine Postkarte. Jessie, Dunja, wir werden berichten, wie es war.
gerade aus der Präsentation von Assassin's Creed Shadows. Man hatten so einen kleinen Sneak Peek und das war schon, diese 10 Minuten waren schon voll von Religion, glaube ich. Da müssen wir gleich drüber sprechen. Aber Dunja, sag doch noch mal kurz für die Leute, die keine Ahnung haben, was Assassin's Creed überhaupt ist. Da gibt es ja mehrere Teile von. Genau, Assassin's Creed ist ein großes Franchise. Da reist man eigentlich als Assassine in verschiedene Zeiten und dort folgt man immer seinem bestimmten Bund. Und es ist eine typische Heldenreise und ja, man ist eben Assassine und hat bestimmte Aufgaben. Genau. Und dieses Spiel hat jetzt in Japan gespielt. So, und lass uns mal darauf eingehen. Was ist uns da an Religion aufgefallen? Also es hat ja schon wehgetan, ne? Ja, genau. Also der Trailer beginnt alleine schon mit einem japanischen Tori, diesem typischen roten Tor, was man aus der Shinto-Religion kennt. Dann gibt es verschiedene Szenen, wo auch gebetet wird, ja, wo dann 2 Leute vor einem kleinen Tempel oder Schrein stehen und beten. Dann gibt es immer wieder Hinweise auch auf bestimmte Hierarchien, die unter anderem auch religiös begründet sind. Also es gibt sehr viel zu entdecken. Ja, und ich fand's interessant, weil das hat ja jetzt in Japan gespielt, ne, und auch mit den Shinto-Schreinen, was du gesagt hast. Aber zum Beispiel habe ich ja Assassin's Creed Valhalla gespielt und das war ja so Wikinger, nordisch angehaucht. Und da war dann zum Beispiel, hat man auch so mit so religiösen Symbolen zum Beispiel gespielt. Da hat Eivor, das war die Hauptfigur sozusagen, also man hat sich Runen sozusagen reingeritzt oder tätowieren lassen. Ja. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen abgekupfert aus dem Realen sozusagen, aus der realen nordischen Mythologie, wobei man sich die ja nicht tätowiert hat, sondern man hat ja, wenn man die geschrieben hat, hat man ja geglaubt, ein bisschen polemisch jetzt von mir, dass dann bestimmte Kräfte freigesetzt werden. Und das finde ich ganz geil, dass das eben auch ins Spiel eingebaut wird sozusagen und dann an die Spielmechanik angepasst wird. Ne? Ja. Das Witzige zum Beispiel bei Hearst ist, das spielt ja im 16. Jahrhundert, also in der Zeit der Streitenden Reiche. Und Religion war dann nicht so, wie wir das heute kennen. Es war jetzt nicht der Shintoismus, sondern es war dann auch eher gemischt auch mit dem Buddhismus. Und diese kleinen, feinen Unterschiede, wie die aufgegriffen werden, darauf freue ich mich schon im Spiel zu sehen. Ja, aber die Leute erkennen das. Weißt du, was ich habe ja auch gesehen, okay, das ist ein Shinto-Schrein, aber ich konnte das irgendwie nicht zuordnen. Aber mir war dann klar zum Beispiel, okay, ich bin in Japan. Genau, das hat von mir diese Assoziation sofort, okay, das hat was mit Japan zu tun. Wir sind jetzt nicht in Italien oder so, da ist eine katholische Kirche oder so. Das fand ich, dass dass religiöse Bauten, Symbole oder sowas genommen werden, um halt im Spiel Wiedererkennung zu erzeugen bei jemandem, der eben spielt. Ne? Genau, und gerade auch eben solche Bilder, die man aus der westlichen Welt mit diesen Ländern eben verbindet. Genau, ne? ja. Also das finde ich zum Beispiel auch mit den Runen. Ja, das verbindet man direkt mit dieser nordischen Mythologie oder so. Ne? Ja, wir gucken mal, wie es weitergeht, was wir hier noch anspielen können vielleicht mal. Weiter geht's. So, wir haben uns mal weiter vorgekämpft. Wir stehen jetzt hier bei, was war's? Nee, sind wir nicht, bei Diabolo. Und Dunja, worum geht's in Diabolo? Diablo 4 ist eine neue Version von dem bekannten Diablo-Spiel, das von Blizzard entwickelt wird. Und dabei geht es darum, dass man in einem Action-Rollenspiel eben in dem Sanctarium herumläuft und kämpft. Es ist sozusagen ganz stark abhängig von der quasi christlich-jüdischen Mythologie. Und deswegen stehen wir, weil das was mit Religion zu tun hat. Wir gucken vielleicht über Film. Wir hoffen, dass wir das filmen können. Ja. Und wir stehen mal weiter an. Dunja spielt jetzt hier Diablo 4. Dunja, nimm uns mal bitte mit, was wir hier gerade sehen. Ja, also ich spiele jetzt Diablo 4 und wir sehen jetzt hier einen Start, das neue DLC, Vessels of Hate. Und ich habe das natürlich noch nicht gespielt, weil es ja ganz neu ist. Und ich spiele jetzt als Spiritborn, das heißt, ich habe eine Verbindung mit einem Geist, einem Tier. Und ich habe den Jaguar gewählt, wenn ich das richtig habe. Und ich muss jetzt hier die Gegner besiegen. Und man hat auch eine neue Welt, die jetzt nicht so ganz in den Höllen ist. Aber wie ihr seht, sind auch hier böse Wesen, die ich alle besiegen muss. Genau, und hier habe ich ein bisschen Magieattacken und auch das. Achso, hier, das hier sind das die. Genau, das sind meine Zauber, genau, ja. Hier habe ich eben einen Container, wo ich Sachen rauskriegen kann. Genau. So, jetzt habe ich auch verschiedene Special Attacks, wie ihr seht, verschiedene Angriffe. Und genau, da kommt hier so ein Vogel. Ja.
Ich versuche jetzt den Weg zu finden, wo ich irgendwie einen größeren Gegner besiegen kann. Mal schauen. Also hier in diesem Level kann man zum Beispiel so Stein-Guardians, also so der Schützer, ansprechen. Und wenn man die anfasst, dann bringt man denen Licht. Das ist ja auch schon mal sehr religiös geprägt. Ne? Ja, vor allem, ich finde das so geil, dass ja generell so eine komplett dunkle Welt eigentlich ist, in der wir uns befinden. Und dann hast du das Licht, was das natürlich erhält, aber auch eben so im metaphorischen Sinne. Ja, total. Ne? Das ist so, und die spielen eben ganz toll mit diesen religiösen Symboliken, die wir aus dem Christentum, aus dem Judentum auch kennen. Aber es sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Und eben durch diese Geisterverbindung kann ich eben bestimmte Fähigkeiten, die andere nicht können. Hier kommt dieses Spinnen. Ja, da sind wir doch wieder bei Religion, oder? Genau, ja, auf jeden Fall. Ne? Durch die Kräfte, die mir die Tiere oder die anderen Geister vergeben, von wegen im Sinne von Animismus, kann ich jetzt hier bestimmte Fähigkeiten, die game-mechanisch eingesetzt werden. Und ich verstehe auch nicht genau, wie man den Vogel benutzt, aber ist ja nicht schlimm. Dann seht ihr hier das Beste, Süß, mein Companion. Oh nein, Oh nein, jetzt weg mit euch. Alle liken, wenn ihr den seht, was so süß. Ja, der war echt süß, mein kleiner Companion. Der hilft. Ja, da ist er, da ist er. Oh, jetzt sind hier wieder Bösewichte. Upsi, Game Over. Guck mal, was wir hier bekommen haben. Vessel of Hatred. Ja, Vessel of Hatred. Geil, oder? Hammer. Damit können wir jetzt unseren Weg in die Hölle bezahlen. Ja, wirklich, wie alt ist? Geht man nicht mit Ja, diesem Fährmann? mit dem Fährmann. Das ist geil. Also, wenn das nichts mit Religion zu tun hat, keine Dann Ahnung. weiß Wenn ich ihr auch jetzt keinen Bock habt, Religionswissenschaft zu studieren, bin ich raus. Reitet jetzt hier einen Drachen, wie man da sehen kann. Da. Und hier ist das so immersiv VR-mäßig. Richtig, richtig fancy. Dunja auf der anderen Seite auch. Die startet hier nämlich gerade. Da ist ihr Bildschirm, die ist noch nicht so weit. Mir wird schlecht, Leute, deswegen bin ich raus. Ein ganzer Schwarm! Bleibt zusammen! Wir hängen sie oben ab! So, wir sind am Ende des Vlogs angekommen. Eine Sache wollen wir euch aber noch sagen, beziehungsweise Jesse und Dunja, weil bei Diablo und bei Assassin's Creed war es ja schon sehr offensichtlich, ne, was Religion angeht. Aber es geht natürlich auch ein bisschen impliziter, also versteckter. Und da kann Dunja uns, glaube ich, ein bisschen was zu sagen. Eine Möglichkeit, wie Religion noch in Videospielen vorkommen kann, ist über Skins. Und was Skins ist, erklärt uns jetzt Jessie. Ja, es gibt ja in Videospielen sogenannte Avatare, also eben bestimmte Charaktere, die durch die Spielehersteller vorgegeben sind, sei das jetzt eben mit einem bestimmten Aussehen, einer bestimmten Charaktereigenschaft, einer bestimmten Geschichte. Und Skins sind nochmal ein bisschen was anderes. Das sind vor allem optische Veränderungen, die wie eine Haut, deshalb auch der Name Skin, über einen Charakter drüber gezogen werden können. Und solche Skins kann man in Spielen oftmals eben kostenpflichtig dazu kaufen. Und das ist natürlich auch interessant, weil das deutlich macht, dass für die Leute, die Videospiele spielen, es auch total wichtig ist, wie sieht denn mein Charakter aus, was hat er für Features und für was stehen diese Features vielleicht auch. Und Menschen sind dementsprechend sehr gerne bereit, Geld dafür auch auszugeben. Und ich glaube, auch Dunja hat sicher das ein oder andere Mal schon für einen sogenannten Skin Geld erworben. Wie viel Geld hast du ausgegeben? Geld erworben, Geld ausgegeben natürlich. Erworben Haben wir noch Geld erwerben? Leider nein. Erwerben wäre toll. Leider nein. Leider nichts erworben, aber leider viel verloren. In dem Spiel Overwatch gibt es dazu tolle Beispiele. Zum Beispiel der Charakter Junker Queen. Das ist eigentlich ein Charakter, der ein Outfit trägt, oder die ein Outfit trägt, das sehr, ich sag jetzt mal, buschikos aussieht. Und über einen mythischen Skin, man hört schon im Namen, dass es religiös gefärbt ist, kann man
diesen Charakter zu Zeus machen. Wir zeigen hier mal Bilder. Und dann sagt dieser Charakter Jungle Queen nicht mehr ihre standardisierten Sprüche, sondern spricht auch mit religiösen Metaphern, nutzt Sachen, die wir aus der Mythologie kennen. Zum Beispiel hat sie als ihre Waffe einen Blitz. Und so kommt eben Religion in ein Spiel wie Overwatch, das eigentlich überhaupt nicht religiös ist, beziehungsweise keine Story hat, wo Religion wichtig ist und auch eigentlich keine Spielmechaniken groß nutzt, in denen Religion wichtig ist, außer bei verschiedenen Charakteren, wie zum Beispiel Kiriko, die heilt, weil sie eine Schreinhelferin ist. Genau. Ich danke euch beiden. Danke dir. Das war's. Leute, ihr müsst das kommentieren, ihr müsst das liken, ihr müsst das teilen. Wir sind raus. Viele Grüße von der Gamescom. Tschüss.